willkommen zu einem neuen Video bei uns. Das wird etwas anders. Wir bereiten uns gerade auf unser nächstes Abenteuer vor und dazu wollen wir die Reifen von diesem Lunwheel-Laufradsatz wechseln. Aktuell sind Cross-Reifen drauf und es soll ein robusterer Gravel-Reifen draufkommen. Wie wir die Tubeless-Reifen wechseln, das zeigen wir euch in 11 Schritten. Schritt 1, die Luft muss raus. Schritt 2, Reifen runter. Ich drücke beide Seiten in die Mitte von der Felge. Einmal die Milch gefasst. So etwas vorsichtig, damit die Milch nicht auskippt und ich die nochmal verwenden kann. Schritt 3, die Milch retten. Schritt 4, die Felge putzen. Einmal die alten Milchreste und vielleicht eingetrocknete Milch wegwischen. So, es glänzt. Schritt 5, der neue Reifen kommt auf die Felge. Meistens gibt es eine Rotationsrichtung. Und meistens schaffe ich es, den Reifen trotzdem falsch rum drauf zu bauen. Rotation dort lang. Also kommt der so rum auf die Felge. Ready. Schritt 6, den Booster aufpumpen. Damit der Reifen in der Felge in die richtige Position rutscht, hilft es, Druckluft zu verwenden. Und ja, dafür ist der Booster da. Hauptsache, da ist super viel Staub auf der Luft. Schritt 7, der Ventilkern muss raus, damit die Luft schnell in den Reifen strömen kann. Dazu gibt es dieses kleine Ventilkern-Tool. Da ist es. Schritt 8, Luft in den Reifen, bis es ploppt. Ich schließe jetzt diesen Booster ans Ventil an und öffne den, damit die Luft den Reifen in die richtige Position in der Felge drückt. Wenn der Reifen in der richtigen Position ankommt, dann gibt es dieses Plopp-Geräusch. Hoffentlich. Achtung. Wow. Das war's. Schritt 9. Die Tubeless-Milch muss in den Reifen. Ich fülle die immer durchs Ventil ein mit dieser Flasche. Als erstes kippe ich die alte Milch in die Flasche. Möglichst rein und nicht daneben. Und jetzt fülle ich das Ganze noch auf mit der gleichen Sorte, weil manche Milch verträgt sich auch nicht mit anderer.
und dann klumpt es. Das wollen wir nicht. So, voll. Deckel drauf. Jetzt setze ich die Flasche ans Ventil an und drehe das Ganze nach unten. So. Und dann drücke ich die rein. Oh, Scheiße. Ist noch nicht alles. Nochmal. Nochmal das, was daneben gegangen ist, wegwischen. So. Jetzt kommt Schritt 10. Das Ventil kommt wieder rein. So. Schritt 11. Aufpumpen, schütteln und losfahren. Durch das Schütteln wird die Milch nochmal überall im Reifen verteilt. Das war es auch schon. So wechsle ich in 11 Schritten meinen Tubeless-Reifen. Es funktioniert natürlich nicht immer so gut und deswegen habe ich jetzt noch 3 Tipps, was man machen kann, wenn es nicht funktioniert. Nummer 1, der Reifen lässt sich nicht auf die Felge ziehen. Da hilft es, den Reifen richtig gut in die Mitte des Felgenbetts zu drücken. Dann geht es besser, den raufzuziehen. Tipp Nummer 2, wenn der Reifen nicht in die Felge ploppen will, also die Luft die ganze Zeit vorbeiströmt, dann hilft es oft, den Reifen erstmal mit Schlauch zu montieren. Also Tubeless Ventil raus, Schlauch rein, aufpumpen bis zum Plop, Schlauch wieder raus, Tubeless montieren. Wenn der Reifen nicht in die Felge ploppen möchte, dann kann es helfen, nochmal das Ventil rauszuschrauben, den Reifen auf einer Seite abzumontieren, einen Schlauch reinzustecken, das Ganze mit Schlauch aufzupumpen, sodass der Reifen auf beiden Seiten erstmal in die Felge ploppt, dann die Luft wieder rauslassen, den Reifen auf einer Seite aus der Felge holen. Dabei ist aber wichtig darauf zu achten, dass die zweite Seite in der Felge bleibt, den Schlauch rausnehmen, das Ventil reintun und dann eben mit dem Booster aufpumpen. Meistens hilft das schon. Tipp Nummer 3. Mancher kann es auch vorkommen, dass am Ventil Luft rausströmt. Dann ist es nicht ganz dicht, logisch. Und bei mir hat es oft geholfen, wenn ich einmal um das Ventil, bevor ich das einsetze, Tubeless Milch ein bisschen reinschmiere. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß beim Reifenwechsel.